Komplett böse, oder? Wir gehen jetzt auf Night Ride. Ja. Muss ja, ne? Ja. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Jo Leute, was geht ab? Es ist gerade 8 Uhr morgens. Ich bin direkt, nachdem ich die Kampagne mit BMW hatte, weitergefahren zu Messingschlager nach Baunach. Ein riesiger Sponsor von mir seit 3 Jahren jetzt, und zwar von KMC und von Novatec. Die habe ich besucht, wir haben die Saison besprochen, wir hatten ein paar Meetings. Ich habe 3 Räder mit dahin genommen. Die Jungs in der Werkstatt haben mir die Räder flott gemacht, und dieses Video schließt jetzt einfach die 3 Tage, die ich dort war, die 2 Tage, die ich dort war, zusammen. Wir waren natürlich auch noch Fahrradfahren, nicht nur in der Werkstatt, und deswegen habe ich mir gedacht, wir packen das einfach in ein ganzes Video. Aber bevor wir anfangen, ich habe euch ja vor ein paar Videos erzählt, dass ich einen weiteren neuen Sponsor habe, und den kann ich euch jetzt nennen und vorstellen, und ich bin mega stoked, dieses Jahr für Continental Reifen zu fahren. Zeige ich euch die guten Teile nochmal. Auf dem Dirtjump Bike fahre ich die Continental Race King in der Protection Variante. Da steht es ganz klein, seht ihr es? Und zwar als Faltreifen. Die sind mega stabil, haben stabile Seitenwände auf dem Freeride-Bike. Da sehen wir gleich, wie die umgezogen wurden, aber da kann ich euch das schon mal spoilern. Da fahre ich Kaiser Projektreifen in 2.4 Breite und als Faltversion. Auch mit Protection-Mischung an der Seite, sogar Protection Apex. Und an dem Downhill-Bike, womit ich den Eiskanal runtergefahren bin, waren ja diese Spike-Reifen drauf. Und das habe ich natürlich dokumentiert, wie ich das gemacht habe. How to make your bike winter ready. Hier bei uns ist der Schnee schon wieder fast komplett weg, da liegt noch ein bisschen was. Mein großes Vorbild als Kind war Martin Söderström, und der ist für POC gefahren, und der ist unter anderem auch für Continental gefahren. Und wo ich angefangen habe mit Fahrradfahren, habe ich mir dann natürlich auch die Continental Race King Reifen geholt. Bin die Reifen 2-3 Jahre gefahren und bin jetzt mehr als happy, die Reifen wieder am Bike zu haben. Und zwar zeige ich euch jetzt mal, wie man einen Reifen, oder wie ich den Reifen winterfahrtauglich gemacht habe. Aber wenn ihr das mal vorhabt auszuprobieren, könnt ihr das natürlich genauso gut nachmachen. Ist ein Continental Kaiser Projektreifen 2,4, ist jetzt allerdings ein Drahtreifen. Ich bevorzuge eigentlich Faltreifen, aber für das Vorhaben ist es viel besser, wenn das ein Drahtreifen ist, weil damit könnt ihr, wenn der jetzt einfach so bleibt, wie ein Reifen eigentlich am Ende aussieht, wenn er am Fahrrad ist, könnt ihr viel besser bohren und die Schrauben reindrehen. Hammergeil, bin so stoked für Conti zu fahren, und der Reifengeruch ist immer... Finde ich immer das Geilste, wenn man Päckchen auspackt, wo Reifen drin sind. Was ihr braucht, also wie ich es gemacht habe, ist, dass ich vorgebohrt habe. Ich werde jetzt in jedes zweite Außenprofil von hier nach innen bohren. Damit bekommt man dann in der Innenseite wie eine kleine Körnung und sieht, wo die Schraube im Endeffekt mal rauskommen muss. Das mache ich die Reihe rum. Außerdem versetzt in jede zweite Reihe mache ich je 2 Schrauben nebeneinander, und dann nicht hier direkt daneben, sondern da versetzt nach oben, da wieder, zack, zack, zack. Die Schrauben natürlich, das Wichtigste wollte ich euch auch mal zeigen. Ich habe jetzt mal abgeschätzt, ich komme pro Reifen auf ca. 140 Schrauben, die ich da reindrehen muss. Also es wird jetzt einiges an Arbeit. Ist eine Torx-Schraube, und zwar 12 mm lang. Sollte genau so sein, dass dann oben so ein Stück rausguckt und man im Endeffekt schöne Spikes hat, mit denen man auf Schnee und Eis fahren kann. Man sieht es ganz minimal, dort sind jetzt die sogenannten Körnungen, die jetzt innen rauskommen, und dann schraubt man genau dort die Schrauben rein, und dann kommen die an der anderen Stelle genau an der richtigen Position raus, und es fällt natürlich leichter. Man schraubt jetzt nicht wild irgendwo rein, sondern man hat genau die Position. Und jetzt fehlt noch 120, 130, 140 Mal ungefähr.
Da stehen die guten Teile, wartet. Komplett böse, oder? Krank. Es hat echt ewig gedauert, also wenn ihr das vorhabt, dann müsst ihr euch echt mal eine Weile Zeit nehmen. Ja. Ab sofort muss ich nicht mehr mit meinem Hammer agieren, sondern habe einen Gummihammer und schone meine Biketeile. Und das ist der junge Herr, der den geschickt hat. Tausend Dank an dich, Hannes. Bester Mann. Ich habe mir jetzt hier ein paar alte Schläuche genommen. Und zwar haben wir ja jetzt die ganzen Schrauben drin. Wenn wir jetzt einfach nur einen Schlauch reinmachen würden, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo der Schlauch einen Platten kriegen, auch wenn das jetzt nicht scharfkantig ist, aber denke ich, wird passieren. Deswegen habe ich mir jetzt hier den alten Schlauch genommen, habe mit einem Cuttermesser den in der Mitte auseinandergeschnitten. Am Ventil habe ich das dann sorgfältig ausgeschnitten, das Ventil kommt natürlich raus. Dann habe ich das in den Reifen eingelegt. Und dann wird der eigentliche Schlauch plus Reifen und die weitere Schlaucheinlage am Laufrad montiert. So, fertig ist die Waffe und man kann jetzt echt Waffe sagen, weil ausgestattet mit 250 oder mehr Schräubchen ist schon fett. Aber vor allem, was ich fett finde, ist das Orange von Continental. Sieht so geil aus, finde ich, oder? Ja. Rauszentriert, oder? Ein bisschen. Nice. Und das Freeride-Bike geserviced. Und die Maschinen laufen jetzt wieder 1A. Und das Rennrad hat endlich auch eine goldene Kette. Ich will gerne auf dem Fahrrad, weil das schon blau hat, blau haben. Ja, los. Du darfst dir eine Stelle, such dir eine schöne Stelle aus. Auf der Kettenstrebe ist schon was, aber... Spielentscheidend. Das ist jugendlich, da fühle ich mich gleich jünger, wenn ich so eine fancy Position habe. Über die Schweißnaht. Und als wir dann dort fertig waren, ging es heim zum Alex in die Wohnung. Der hat mich dort an Bord geholt bei Messingschlager und ist dort mein Go-To-Guy. Und wir haben zusammen gegessen. Der Sven Böhm war mit da und eben der Muck aus der Werkstatt, der Max. Und dann sind wir spontan auf einen Night Ride gegangen in den Hügeln um Bamberg. Und das war mega spaßig und wir haben die Conti-Reifen gleich mal richtig sehr im Matsch getestet und das ziehen wir uns jetzt noch rein. Wir gehen jetzt auf Night Ride. Technik am Start, ja mach mal an, blende mich mal. Alter, man hat einfach nichts mehr gesehen im Bildschirm. Ich hab's gecheckt, mach mal an, ich hab hier voll den Turm auf dem Helm. Boah. Jetzt kannst du die so zueinander noch bewegen und kannst praktisch einmal Nahfeld und einmal so Weitsicht machen. Ja? Nice. Geh mal vorne mit dem Bike raus und check mal ab, wo du On the road. Also wir gehen jetzt auf Nachttour. Night Mission. Was passiert jetzt hier? Abschleppdienst? Aber das Reden musst du schon mit, gell? Jawohl. Die drei Jungs, die sind im Vorteil, die haben alle Varro-Sattelstützen. Wird gleich sein. Ja. Genau. Zieh! Team Effort. Alles, Bamberg.
Weinberg Altstadt. Also gerade da, wo du auf dem Berg. Das ist die Burg, ja. Bin wieder dran. Weiter geht's, Etappe 2. Ab in den Traktorstrahl. Beim Traktor, ey. Box Boys. Box. Da ja. Hier! Oh! Oh! Ist das Matsche? Oh! Weil mein Lichtkegel hat auch immer dahin gezeigt, wo ich es nicht wollte. Ich muss die nochmal neu richten, ein bisschen weiter tiefer. Junge, ich sehe nix. Jetzt ist die Lampe wieder zu tief. Aber geil, Mann. Ey, ich hab's noch nicht richtig raus, wie meine Lampe zeigen muss. Jetzt war die wieder viel zu tief. Alex hat auch gut hier mitgenommen. Ich hab Ohr eingesammelt. Oh, 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 das war knapp, Mann. Der Ring unten ist ein bisschen tief, Alter. Der hat mich letzten Dienstag fast weggezogen. Also bei dem Wetter. Jo! Ja, eigentlich schon. Ich wüsste jetzt halt vom Moment nicht warum. Muss ja, ne? Ja. Juhu! Junge, geile Aktion. Durch bis auf die Buchse. Komplett eingeschlammt. Alex, mach den Move nochmal. Treppen-Challenge. Wollen wir uns die Blöße geben gegen die E-Bikes? Ja, komm, nach vorn. Ja. Alex, darf ich mit deinem? Probier das mal mit. Absolut. Safe. Das ist ja mega einfach mit dem Ding, Mann. Ja, aber ich kann mich recht beschissen anstellen. bei mir sieht es nach Action aus. Nicht so easy peasy. Du hast ohne gemacht, oder? Ja, geht auch normal. Geht normal? Challenge accepted. Ja! Also, das war ein ganz schön langes Video mit viel News und viel Material. Es ist viel passiert in der letzten Woche. Die Night Tour hat mega viel Spaß gemacht. Bevor jetzt die Fragen kommen in den Kommentaren, die Lichter waren von Moon. Beim Messingschlager war es sehr cool, die 2 Tage. Und ich bin mega happy jetzt für Continental zu fahren. Das ist ganz schön eingestaubt. Dann habe ich von Lennon und Nico Fanpost bekommen. Ich glaube, die sind erst 8 Jahre alt oder sowas. Also viele Grüße an Lennon und an Nico. Vielen Dank für die Briefe. Und noch ein was. Ich gebe im Radquartier Bike-Kurse. Tageskurse sind das. Ich habe über Weihnachten und Neujahr schon 3 Stück angeboten. Und jetzt mache ich im Februar nochmal 4 Camps. 2 sind schon wieder komplett ausgebucht und in den anderen sind jeweils noch 3 oder 4 Plätze frei. Also nur noch ein paar. Wir fahren zusammen. Ich gebe euch Tipps zur Fahrtechnik. Wir lernen zusammen Tricks. Ihr könnt mir Fragen stellen zu Tricks, die ihr lernen wollt. Ich stehe euch da zur Seite. Versuche euch das Ganze näher beizubringen und wir haben einfach einen fetten Tag, fahren zusammen und wird, glaube ich, ziemlich cool, wer da Bock hat. Der Link ist unten. Und das war's jetzt auch. Mega langes Video. Kommt zu Ende. Das nächste Video wird die Urban Freeride Tour aus Schweinfurt. Haut rein, Leute. Peace.